Vor der Schweiz habe ich mich wegen der Preise bisher immer ein bisschen gedrückt. Jetzt kann ich sagen, sie war die Reise absolut wert. Die Schweiz ist voller Wasserfälle. Da ist der Staubbachfall. Da sind die Giesbachfälle. Und vor allem sind da die ängstlichen Fälle. Sie scheint kaum jemand zu kennen. Und so hatten wir sie fast für uns allein. Man sieht und hört sie schon aus weiter Ferne. Nach einem etwas matschigen und steinigen Aufstieg kann man sie sogar hautnah erleben. Eine kalte Dusche mitten in den Schweizer Bergen. Es ist einfach immer wieder umwerfend. Diese Kraft, die das Wasser entfachen kann. Wie es alles mitreißt. Angsteinflößend, aber auch wunderschön. 600 Meter fällt es hier in die Tiefe. Das eiskalte Gletscherwasser. Die Schweizer waren wirklich immer höflich zu uns. Sogar Schweizer Enten teilen. Man macht zu, um noch was von der Abendsonne abzubekommen. Man schwimmt auch mal gern von A nach B. Alle scheinen das Leben zu genießen. Und man denkt immer auch an Kinder. In der Markthalle dürfen Rutsche und Kicker nicht fehlen. Sogar als Obdachloser schläft man gerne sauber und im Grünen auf einer Sandcouch. Essen kann man sich halt wirklich nur leisten, wenn man selber kocht. Grillt. Oder sich an den Beeren bedient. Wir haben uns auf den Weg hochbegeben zum Augstmatterhorn. 2 Stunden in der Mittagssonne. Nicht alle haben es offensichtlich lebend hochgeschafft, aber jede Schweißperle hat sich gelohnt für diese Aussicht. So richtig begreifen kann ich das auch beim jetzt nochmal ansehen immer noch nicht. Das Blau ist echt. Ich habe hier nichts nachbearbeitet. Die Farbe liegt übrigens an sehr feinen Sedimentpartikeln, die durch das Gletscherwasser in den See kommen. Wenn dann die Sonne drauf strahlt, ist das das Ergebnis. Auch alle Schweizer Städte, die wir gesehen haben, sind wirklich schön und gut erhalten auch, wenn man an keinem Krieg mitmacht. Das Basler Rathaus, die Stadtmauern, ein innovativer Brunnen, ein innovativer Mülleimer, das Basler Münster, schöne Aussichten. Und auch sonst sind irgendwie alle Häuser schön. Fast immer mit Blumen verziert. In Thun erhebt sich ein Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Davor findet ein Konzert einer lokalen Künstlerin statt.
Deutsch und Französisch. Aus Basel sind wir sogar kurz rüber nach Frankreich gefahren, zu einem Krimskrams-Flohmarkt. Auch Bern ist wirklich sehenswert. Die Aare, die auch den Brienzer und den Thunersee speist, fließt auch hier durch. Man kann Albert Einsteins Wohnung betreten, unbezahlbare Schweizer Süßspeisen probieren, das Bundeshaus besichtigen, den Berner Münster und mein persönliches Highlight, das Wappentier der Stadt im Bärengraben. Am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg gemacht zu einer kleinen Insel im Brienzer See. Nach diesem Lachsbrötchen, das darf nicht unerwähnt bleiben. Eine kurze Bootsfahrt später waren wir hier. Ich glaube, die Insel gehört irgendeinem reichen Schweizer, der sich offenbar sogar eine kleine Kapelle dorthin pflanzen ließ. Man kann sie mieten. Oder halt einfach hinfahren. Die Farben habe ich übrigens wieder nicht bearbeitet. Das wollte ich nochmal betonen. Zum Öschinensee haben wir uns dann mal eine 10-minütige Gondelfahrt gegönnt. Für schlappe 35 Franken. Nach 20% Discount-Coupon. Als ich die Frau am Ticketschalter zusätzlich nach einem Studentenrabatt fragte, schien sie fast etwas beleidigt. Aber wieder war es das Geld mehr als wert. Es ist halt einfach schön da, muss man den Schweizern lassen. UNESCO-Weltnaturerbe ist das. Und schon wieder so blau. Auf 1500 Höhenmetern liegt der See. Und von allen Seiten wird er von Wasserfällen gespeist. Ungefähr so habe ich mir immer das Paradies vorgestellt. Von den Schweizer Bergen kriegt man echt kaum genug. Der nächste Nachbar ist meistens so 200-300 Meter entfernt. Ein paar Esel trifft man auch schon mal. Es wird nicht langweilig. Man setzt sich einfach in den Zug oder ins Auto und landet immer bei irgendeinem See, einem Wasserfall
oder dieser Schlucht hier. Wo bitte sonst bekommt man solche Spektakel geboten wie in der Schweiz?